Drücker! Wo ist meine Maus? Oder? Was hältst du denn davon? Also, dass wir das denn morgen machen? Das ist ein bisschen im Weg, ne? Hoppelbot, Mensch, du sitzt da ein bisschen im Weg. So. So. Der soll ja so um die Ecke schielen, so, ne? Ja. Wir drücken A. Wir drücken auf neues Spiel starten. Müll. Speicherzeit Müll. Ah ja. Okay, ich mach mal die Cam weg für die für das Video, ne? Okay, wir haben keinen Ton mehr. Ich habe nur die Cam weggemacht. Was ist da los? Ich darf die Cam nicht wegmachen. Achso, Y drücken zum Fortsetzen. Ich lasse die Cam mal an. Der erinnert mich an so ein Sega-Spiel von damals. Erstmal hier am Tanzen. Drücke links und rechts. Hier. Wir sind sneaky unterwegs. Böp, böp, böp. And so I was born. Und so wurde ich geboren. Das erste, an was ich mich erinnere, war der alte Mann, die alte Frau und ihre Tochter Heather. Nachdem sie Hallo gesagt hatten, schaltete der alte Mann mich ab, um einige Software zu installieren. Ich konnte sehen, dass es nette Leute waren. Der alte Mann hat mir keine alberne Stimme und keine dumme Persönlichkeit gegeben. Die alte Dame hat mich nicht wie ein Clown angezogen, obwohl mich Heather seltsamerweise nicht leiden konnte. Sobald ich mich ans Gehen gewöhnt hatte, bat mich der alte Mann, von einem Ende des Raums zum anderen zu rennen. Oh, jetzt können wir rennen. Okay, kann ich, warte mal, Einstellungen, Ton. Ist das die Stimme von den Leuten? Stimme ein bisschen leiser machen. So bin auch ich damals entstanden. Bin auch nur gebaut worden. Next.
Danach verbrachte er mehrere Stunden damit, ein paar Holzplattformen zu bauen. Er sagte, ich soll darauf springen. Aber ich muss zugeben, dass ich Angst hatte. Erst als ich Heather und ihre Mutter sah, wie sie freudig hochkletterten, entschied ich, dass es okay sein musste. Das ist jetzt quasi hier Training alles, ne? Ui. Ich werde mal die Stimmen doch wieder ein bisschen lauter machen. Weil die reden teilweise schneller, als ich das vorlesen kann. Ihr müsst am besten mitlesen. Dann. Das flackert immer auf, ne? Das Spiel, kann das sein? The old man then rearranged the platforms. He told me to try to reach. Er sagte, ich solle das andere Ende des Raums erreichen, ohne den Boden zu berühren. Heather sagte, der Boden ist aus Lava. Aber als ich sie anlächelte, zog sie nur die Augenbrauen zusammen und sah weg. Die alte Dame legte ein paar Decken und Kissen hin. Sie sagte, das sei nur... Guck mal, das konnte ich schon gar nicht lesen. Guck mal, jedes Mal komme ich aus meiner Kiste wieder raus. Okay, tschüss. Okay, warte mal, ich will noch eins machen. Wenn ich Vollbild anmache, hakt das Spiel denn im Stream? Nee. Okay, dann mache ich Vollbild. Ja. Ja. Ah, ich kann rennen, okay. Hui. Moin. The other side. The old man just smiled and said, "That'll do for now." Beginn. Kapitel 1. Die ersten Schritte. Es waren auch meine ersten Schritte. Ich teste es schon. Ist schon mega süß, das Spiel. Welches das hier oder von dir? Ein paar Tage nach der ersten Lektion gab es ein großes Familienessen, bei dem ich den anderen vorgestellt wurde. Der Professor war der Bruder des alten Mannes. Er war sehr still und starrte mich immer nur an. Seit 5 Jahren lebte er nun schon beim alten Mann. Das Haus war so riesig, dass sie es kaum sahen. Er blieb am liebsten in seinem Zimmer und überließ alles seinem Bruder. Butler, Mr. Deck, wie ihn alle nennen sollten. Obwohl der Professor ihn immer Anton nannte, eine Weile lang nannte er mich den gelben Bastard. Aber der alte Mann verbot ihm das, weil er fand, Mr. Silton war der erste Verein. Mr. Silton showed me a video of his band. I'm sure some people must like it, but I just found it terrifying. Then there was Alice. She was the cook. She was a nice old lady. When she was younger, she had been a TV chef. Then, years later, she had a small part in Coronation Street. Mr. Silton said, before she worked for the old man, Alice was quite a hoarder. She kept old newspapers and bicycles. And something about a poo in a shoebox. The next morning, the old man gathered everyone together to show them what I was capable of. "What else does he do?" asked Mr. Silton. The old man smiled. "He can help around the house." "Could he help me with my newspaper collecting?" asked Alice. "I'm not sure that's a good idea," said the old lady, "but he can do all sorts of jobs." "Yeah," said Mr. Silton, "shove a stick up his ass and he can do Deck's job."
Now, said the old man. We have company, pointing to some important-looking people. Two large men, both called Gary, set up what the old man referred to as lasers. He said again, I should try to get from one end of the room to the other, but I shouldn't be worried, as I had a special chip which meant no matter how damaged I was, I couldn't die. He said it was like infinite lives in a video game. But when he realized I didn't understand, he said he would explain another time. Also wir haben ein Chip. Und mit unendlich Leben. Was passiert, wenn wir getroffen werden? Alles klar. Warten wir natürlich, ne? Schnell. Yeah, ich bin die beste Maschine der Welt. Ich bin das beste Spielzeug der Welt. Everybody clapped, except the important-looking men. Not exactly a cold, calculated killer, is it? Said the man in black. The man in grey laughed. What kind of artificial intelligence was that? He asked. Move right, unless there's something in the way. Okay, said the old man. He turned to me and whispered, they're going to make it quite a bit tougher, but I'm sure you'll be fine. Wir werden es schaffen. Aber ich mach mal die Cam jetzt aus, ne? Und werden jetzt hier uns völlig konzentrieren. Meine Vorsicht. Hui. Ich habe das Ding nicht einmal... Ich bin noch gerannt. Hier. Hä? Eben kam ich da easy lockig auf den ersten Sprung rauf. Hier. Hä? Hui. Aber ich kam doch eben auch da einfach so hoch. Ich verstehe das nicht. Guck mal, ebenso. Ah, okay. Jetzt hatten wir mehr Anlauf. So, normalerweise geht man hier und dann hier. Und dann hier. Und dann hier. Hui. Und dann hier. Und dann hier. Und dann hier. Und dann hier. Yeah. Woo, Papa! The Garys then rearranged the room one last time. The old man smiled. Now, there's no need to look so glum, he said. I'm still happy with everything you've done today. So this time, I was determined to do him proud. Diesmal machen wir ihn stolz. Okay, die Dinger dürfen wir wahrscheinlich gar nicht berühren. Dürfen wir einfach rüber, dürfen wir auch nicht berühren. Hupsa. Das ist alles noch Training hier, ne? Nicht so hochspringen, nicht so hochspringen. Ach, komm schon. Ich habe das Ding nicht gesehen. Ein bisschen Öl könnten wir auch mal wieder gebrauchen. Quietschen ganz schön. So, nicht so hoch. Nicht so hoch. Nicht so hoch. Hier runter. Hier einmal rüber. Hier einmal rüber. Papa! The old man's friends actually seemed quite happy when I made it through. We might have a winner after all, said the man in black. It's no Killbot 3000, but you can almost see the fire in its eyes. A couple of days later, the old lady said she had a surprise for me, my own room. She also wanted to play me some music. I wasn't sure after what Mr. Silton had shown me.
Oh, wir fangen an zu tanzen. As if music wasn't amazing enough, the old lady then bought me a television set. I couldn't believe what I saw. I watched everything I could. Comedy, drama, horror, sci-fi, anything anyone. Wie, keine Pornos? I would happily Gleich zurückbringen. Then one day, the old man set up a small box. He plugged some cables into the television and said, "This is what I meant when I said video games." Dum 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 dum. Oh, bestes Spiel. Anscheinend spielen die das ja auf der Super Nintendo. Table Tennis for 2. Also for 2. Wir spielen Tennis. Ja, komm her. Komm, Papa. Papa. Ja, warte. Zack. Zack. Anschneiden, so. Bam. Jetzt aber hier. Boom. Oh, schwerer Gegner. Hier, wieder von unten anschneiden. Bam. Jawohl. Oh. Nein, Papa hat gewonnen. Oh nein, Papa hat gewonnen. Oh, was? Oh, heftig. Was ein krasser Vater. In seinem Alter noch. Guck mal, er schneidet die auch immer so ganz komisch an. Den kann ich auch mal gewinnen. Ey, mein erster Punkt. Wuhu. Ja, yeah, zweiter Punkt. Oh nee. 2-1. Wir brauchen doch nur noch. Oh nein, 2-2, Matchball. Nein! Wieder da, Dr. Silver. Pong in der anderen Variante, ja. Mit Power. Power zusammen. Och nee. Also der Vater ist echt gut. Also mein Erschaffer. Jetzt hier, schön in die Ecke und zack. Jawohl, 1-1. Jetzt machen wir ihn fertig, den alten Sack. In seinem Alter hier noch so gut spielen. Jawohl, 2-1. Matchball für mich. Jetzt aber. Oh Mann, Jetzt. Ha! Gewonnen! Vater kann nix. Heather's birthday was a couple of months later. Her mum and dad had bought her a camera and arranged a day out by the sea so that Heather could take some photos, although I really don't think she wanted any pictures of me. When the old man asked the professor if he wanted to go, he frowned and said, "I can't believe you want to spend time with that thing, it could destroy the world." I wasn't sure what he meant, but the old man just smiled and said, "That's what you said about the Game Boy. Anton, how about you?" "I don't think so," said Mr. Deck. "The last time I got in that car, Barry crashed us into a branch of Woolworths. I never would have gone into Woolworths of my own accord." The old man explained that the car was old and the brakes had failed, but Mr. Deck was having none of it. So Mr. Silton drove, and Alice came along for the fresh air. I enjoyed being outside. Although the old lady kept. Also Hasen sind ja auch wirklich überall, ne? Überall. It felt like she was telling me off, but I think she was just concerned.
As the old man and I stood on the cliff tops, I could see something in the distance. I wasn't sure what it was, so I asked the old man. He said it was a battleship that had sunk in the 1940s. But he looked so sad when he spoke about war. I didn't see what happened, but the metal platform Heather was climbing on had collapsed. She was safe, even if the rocks she was on looked very dangerous. The tide was rising, and we didn't know how long the Coast Guard was going to be, so I offered to climb down and get her. The old man agreed, but said I should be careful, as Heather doesn't have infinite lives, like I do. Alles klar, retten wir mal die Göre. Halt dich fest, Heather, wir kommen! Oh. Okay, nochmal. Halt dich fest, Heather, wir kommen! Ich könnte auch laufen, aber wäre ja doof. Heather nicht ohne Grund Hobbelhase. Okay, mit Schwung. Ja, Heather, wir kommen! Heather! 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 Halt dich fest! Jung! So, ich dachte, ich darf doch... Lol. Ich dachte, man kann da oben. Ja, aber noch gut gerettet, die Situation. Oh, mit Blitze? Was ist das denn? Unconscious, and her leg was broken. So I picked her up as gently as I could. I decided it would be best if I didn't run the rest of the way. Hey, ich hab doch gesagt, machen wir morgen. Voll knapp. Warte. Ich kann nicht rein, wenn ich dieses fette Kind schleppe. Muss auch mal wieder auf Diät gesetzt werden. Hier, Papa, ich habe sie wiedergebracht. Had arrived by the time I had made it back to the cliff top. The medics made sure Heather was okay, and then took her off to hospital. A few days later, we all went to see how she was doing. She was fine, but would have to wear the cast for a couple of months.